Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite hier werde ich die Seite einblenden, die ich gerade lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich noch meine Infokarte einblenden zu den vorherigen Folgen. So, meine Brille auf. Ja, ungefähr die Mitte haben wir. Ja, nicht ganz. Okay. So, zack, zack, zack. Genau hier bis hierhin müssen wir. Genau hier. Wir haben jetzt die Mitte erreicht im Übrigen. Also genau dort, wo die Tackerstanzen, die Buchseiten halt in das Buch reinkloppen, bis hinten an den Rücken. Wir haben die Hälfte geschafft, aber nur, wenn ihr alle Folgen fleißig mit mir zusammen gelesen habt. Ja, wir haben die Hälfte geschafft. Die Hälfte eines Buches. So. Könnte man jetzt feiern? Nee. Wir feiern das Ende. Das letzte. Ne? Die erste heutige Sage heißt die Rabenschlacht. Der Ostgotenkönig Dietrich von Bern aus dem Geschlechte der Amaler, in Klammern Amelungen, war von seinem Oheim Ermanrich aus seinem Reiche vertrieben worden und floh darum mit seinem alten Waffenmeister Hildebrand und den übrigen Wolflingen Wolfhart, Wolfbrand und Wolfwin an den Hofe des Hunnenkönig Etzel in Etzelnburg in Klammern Ofen und schloss mit ihm Freundschaft. Mit dessen Hilfe führte er alsdann Krieg gegen Ermanrich und es gelang ihm, den Thronräuber in der Schlacht bei Raben in Klammern Ravenna zu besiegen. Auf diesen Zuge verlor aber die beiden Söhne Etzels und seiner Gemahlin Hilche, Ort und Schaf, ihr junges Leben. Als der Kriegszug der Hunnen gegen Emmerich geplant wurde, hatte die Königin Helche einen ängstlichen Traum. Ein Drache entriss ihr beide Knaben und führte sie auf die Heide, wo sie ein wilder Greif tötete. Sie erschrak noch mehr, als ihre beiden Söhne die Erlaubnis begehrten, mit ins Felde ziehen zu dürfen. Sie verweigerte die Erlaubnis. Auch der besorgte Vater widerriet die Kriegsfahrt der Jünglinge. Doch als der gleichaltrige Freund der beiden, Dietrichs Bruder Diether, und der Held von Bern selbst seine Bitten mit denen der Kampflustigen vereinigten und letzteren für ihre Sicherheit wie für die seines Bruders bestens zu sorgen versprach, wurde die zaghaften Elternherzen besiegt. Man bereitete den Jünglingen die glänzendsten Rüstungen, und als der Tag des Auszugs gekommen war, begleitete sie Helche bis an das Tor der Burg und trennte sich von ihnen mit bangen Ahnungen. Das Hunnenheer kam nun bald in Verona an, und Helches Söhne wurden dem starken Bruder Hildebrands, dem Ritter Ilsan, übergeben, mit dem gemessenen Befehle, sie nicht aus Bern herauszulassen. Sollte Dietrich im Kampf fallen, so solle er König Etzel die Stadt übergeben, der dann gewiss zur Rettung seiner Söhne herbeieilen werde. Darauf verabschiedete sich die Helden von den Jünglingen, die sie in guter Hut wussten. Bald nach dem Abzug des Heeres baten diese sowie Dieter nun ihren Meister Ilsan, er möge ihnen gestatten, ein wenig vor das Tor zu reiten, denn es wurde ihnen zu eng und langweilig in der Burg. Ilsan hatte nichts dagegen einzuwenden, erklärte aber, dass er sie begleiten müsse. Die ungeduldigen Königssöhne schwangen sich nun alsbald auf ihre Pferde und ritten jubelnd davon. Ilsan aber konnte sie auf seinem schweren Schlachtrosse nicht einholen. Zu allem Unglück fiel ein Nebel, die Jünglinge verirrten sich und kamen auf eine Heide, die kein Ende nehmen wollte. Da blieben sie in der Nacht und dachten am anderen Tage nach Raben zu reiten, um dem Kampfe zuzusehen. Als sie am Morgen ihre Rosse gesattelt hatten, sahen sie einen Reiter auf sich zukommen. Dieter erkannte in ihn sogleich den starken Wittich, der, einst Dietrichs Versall und Rabens Schirmvogt, von seinem Herrn abgefallen und zu Emmerich übergetreten war. Als Dieter den Treulosen erblickte, traten ihm die Tränen in die Augen. »Hei«, rief er aus, »würde ihm sein Ende von meiner Hand zuteil. All mein Leid schwände und mein krankes Herz würde gesund.« Die beiden jungen Genossen waren sofort bereit, ihm gegen den Verräter beizustehen, nachdem sie den Grund seiner Betrübnis erfahren hatten. Wittich fragte nun, ob sie zu Dietrichs Gesinde gehörten, und trotzig antwortete Dieter, dass er das sogleich erfahren werde.
Nun wusste der schlachtgewohnte Degen, wie das weitergehen würde. Er mahnte sie daher, nach dem Hunnenland zurückzukehren, da sie das römische Reich nichts angehe, andernfalls würden sie die Heimat nimmer wiedersehen. Allein die jungen Leute ließen sich nicht raten. Scharf griff zuerst Wittig an. Dieser schonte des Knaben anfangs, als er aber von ihm verwundet wurde, endete das Spiel und tötete ihn mit nur einem einzigen Schlage. Den nun zur Rache heranspringenden Ort ermahnte Wittig ebenfalls, vom Streite abstehen zu wollen, aber an Dieters Seite wagte er dennoch den ungleichen Kampf. Sie fielen nacheinander durch Wittigs herrliches Schwert Mimung. Der Sieger beklagte selbst die Toten und musste sich auf der Heide ausruhen. Indes hatte Dietrich den Ermanrich in die Flucht geschlagen, aber die Siegesfreude wurde ihm getrübt durch die Meldung eines Freundes Ilsan, dass die 3 Jünglinge verschwunden seien. Sogleich befahl er die Recken, sich nach den Vermissten umzusehen, da brachte schon Helfferich die traurige Kunde. Sie liegen tot auf der Heide. Dietrich eilte nun mit den Seinen nach den Unglücksstätte und fand die schreckliche Nachricht bestätigt. An den Wunden der Erschlagenen erkannte er leicht, dass Wittig, der Verräter, die Tat vollbracht haben müsse. Da zeigte ihm Rüdiger, dass Wittig über die Heide reite. In rasender Wut eilte er ihm nach bis an das Ufer des Meeres und hätte sicher dem Mörder seinen Lohn ausgezahlt. Da nahm diesen Frau Wagelhild auf, ein Meeresweib und seine Ahnfrau. Vergebens erwartete der Rächer seine Rückkehr. Die ledigen Rosse der Jünglinge kamen indes mit blutbeflecktem Sattel vor die Etzelburg, so dass sich die Königin Helche darüber klar wurde, dass ihr Traum in Erfüllung gegangen sei. Da verwünschte die Königin ihre Milde und Dietrichs Untreue. Aber Rüdiger von Bern beteuerte die Unschuld Dietrichs, schilderte, wie schmerzlich sie der Berner beklagt habe, sagte ihr, dass auch Dieter gefallen sei und bat, dem Helden die verlorene Huld wieder zu schenken. Da verzieh Helche. Rüdiger eilte darauf nach Bern, tröstete Dietrich und dieser Botschaft und brachte ihn an Etzels Hof zurück. Freudig begrüßten ihn die Hunnenrecken, nur Etzel blieb kalt und würdigte ihn keines Grußes. Als aber Dietrich dem König sein Haupt als Sühne anbot und um den Tode bat, als dann Helche weinend vor ihn flehte, da hob Etzel den tief Betrübten auf, schloss ihn in seine Arme und versicherte ihn seine Verzeihung und Huld. Bitteres Ende, aber ich habe es schon mal in einer anderen Folge mal gesagt, junge Menschen sind einfach viel risikobereiter. Junge Menschen überschätzen sich ständig. Aber das ist aber allgemein ein Problem von vor allem Männern. Ist euch nicht schon mal aufgefallen, dass scheinbar jeder glaubt, er könnte kämpfen? Irgendwie, ja, ich hau ihn dann um, ich mach ihn platt und sowas, ja. Ich weiß nicht, ob Frauen auch dazu neigen, aber vor allem Männer überschätzen sehr häufig ihre eigene Kampfkraft, ihr eigenes Können. Ich meine, zuhauen kann ja jeder. Mit einem Schläger, mit einem Stock oder was auch immer zuhauen, das kann ja jeder. Aber man schlägt ja nicht auf einen, beweglosen Gegenstand. Und wenn man einmal unvorbereitet und hochmütig in einen Kampf geht und dann plötzlich merkt, dass dein Gegenüber viel, viel stärker ist oder viel, viel geschickter ist als du, dann ist das der erste und letzte Fehler, den du gemacht hast. Ich meine, es gibt genug Videos, wie manche Leute so einen Messerkampf zum Beispiel gegeneinander ausfechten. Ja? Dann dreht man das Messer dann so um und dann kämpft man so. Ja? Also man kämpft, man hat das Messer dann quasi hier so, weil so macht man. Ja? Dann trifft man meistens dann hier so die Stellen. Und hier ist auch eine Schlagader. Und ihr seht ja dann hier ist es ja so weich. Ne? Und wenn man da reintrifft, dann verblutet man ruckzuck. Und bei so einem Messerkampf ist es eben so, die denken auch, ja, wenn ich den treffe, ne, dann stirbt er. Ja, aber was ist, wenn du getroffen wirst? Und das geht so verdammt schnell. Es gab zum Beispiel mal ein Video
Das wurde in der U-Bahn von Detroit, irgendeine Stadt in Amerika, wo jemand ein Messer gezogen hat und die anderen, die waren zu zweit, auf ihn zugekommen sind und ihm ständig gesagt haben, leg das Messer weg, leg das Messer weg, leg das Messer weg. Und haben halt so provoziert, sich so aufgeplustert. Und der Mann, auch ein Jugendlicher, waren alles wieder Jugendliche, einmal mit dem Messer so zack. Wenn man das Video analysiert hat, das waren wenige Sekunden. Ja, nicht mal, das waren wenige Frames. Also wenige Bilder. Das muss passiert sein in vielleicht eine Zehntelsekunde. Einmal zack. So, dann hast du hier einen Stich dran. Und der werte Herr fasst sich so an. Das ging so schnell, das hat er gar nicht mitgekriegt. Ja, das ist, wenn ihr einen Stich hier reinkriegt, das tut nicht weh sofort. Ja? Und er fasst sich dann hier so an und merkt hier, dass das so nass wird. Und dann wird es plötzlich so warm. Und erst denkst du, das ist Schweiß. Und alle Leute, jeder, der das macht, ja, jeder fasst sich an die Wunde und guckt dann erstmal auf die Hand. Und dann sieht er, dass es Blut ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ja, ich meine, ihr seht ja hier an meinen Armen, da habe ich auch was. Ich weiß, wie das ist. Puh. Der Mann der junge Herr, ich glaube, der war nach 5 Minuten tot. Also irgendwann geht ja der Puls runter, das Herz aufgrund des Druckabfalls fließt dann überall das Blut nicht mehr so stark. Und ich glaube, dass das Herz, der Körper, dass wenn der Blutdruck fällt, dann werden nur die inneren Organe geschützt. Also dass die inneren Organe weiter mit Blut versorgt werden. Das Problem ist, es ist am Hals geschehen. Und was willst du da machen? Das Gehirn das Blut abdrehen, dann bist du tot. Das heißt, hier geht's weiter. Und du kannst dann halt nur hier so drücken. Aber es blutet und blutet und blutet. Und so verdammt schnell, dass der Mann dann wirklich, der ist dann da gestorben. Ich glaube, sie haben ihn noch abgeholt. Ich glaube, die Sanitäter kamen recht fix. Aber das hat nichts gebracht. Der ist dann gestorben. Und das sage ich ja. Man überschätzt sich ganz schnell. Der eine oder andere von euch schaut vielleicht MMA-Kämpfe. Da gehen manche Kämpfe auch ruckzuck vorbei. Ja, oder in Boxen. Ja, Beispiel bei Klitschko. Bei Klitschko war es immer ganz schön. Da haben die Leute für ein Ticket unfassbar viel Geld bezahlt für so einen Boxkampf und da haut er den Typen nach wenigen Minuten auf die Matte. Und dann ist der Boxkampf vorbei. Also es ist jetzt nicht so wie ein Ringkampf, ne? mit Catchen, wo das ja vieles Show ist. Ne? Die tun sich trotzdem weh, aber es ist ja Show. Da hast du was von deiner Zeit. Ja, da kannst du kämpfen, da siehst du dann quasi eine halbe Stunde lang, wie die sich kloppen oder eine Viertelstunde. Im Boxen oder halt im MMA geht das ziemlich schnell manchmal. Deshalb, ja, diese 3 Jungs, blöd gelaufen. Und dann noch mit dem Schwert, ey. Mann. Na gut. Machen wir weiter. Nächste Sage. Hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus. Leupichis. Als die Hunnen die Bewohner von Friaul in die Gefangenschaft schleppten, nahmen sie auch 5 Brüder mit, wovon einer Leupichis genannt wurde. Von diesen Gefangenen kamen die meisten durch Not, Hunger und Wunden um, oder sie erlagen dem Schwerte der Wilden, wenn sie einen Fluchtversuch machten. Auch die Brüder des Leupichis starben und verdarben, nur er blieb erhalten und beschloss zu fliehen, damit er wieder in seine Heimat käme. Eines Tages führte er seinen Plan aus, nahm bloß Pfeil und Bogen und etwas Speise mit. Er wusste aber nicht, wohin er sich wenden solle. Da gesellte sich ein Wolf zu ihm und wurde sein Wegweiser. Als er nun das Tier sich oft nach ihm umblickte und, so oft er stillstand, auch stillstehen sah, merkte er, dass ihm von Gott gesandt sei. So wanderten sie, das Tier und der Knabe, einige Tage durch die Berge und Täler der Wildnis. Inzwischen hatte aber Leupichis die letzten Brotkrumen aufgezehrt, die er mitgenommen, und der Hunger fing an, ihn zu quälen. In seiner höchsten Not spannte er den Bogen auf den Wolf, damit er ihm zur Speise diene.
Der aber wich dem Pfeile aus, verschwand und ließ sich nicht wieder blicken. Nun wusste er nicht mehr, welchen Weg er einschlagen müsse. Ermattet und mutlos warf er sich zu Boden. Im Traume sah er dann einen Mann, der zu ihm sprach: »Stehe auf, der du schläfst, wenn dir daran liegt, deine Heimat zu erreichen. Nimm den Weg nach der Gegend hin, wo deine Füße gerichtet sind, denn dort liegt Italien.« Da stand Leupichis getröstet und gekräftigt auf und ging den gewiesenen Weg. Nicht lange danach kam er in ein Dorf, in dem räuberische Slawen wohnten, die Awaren. Da wurde ihm Angst, dass er aus dem Regen in die Traufe kommen, aus einer Gefangenschaft in die andere geraten möchte. Aber Gott ließ ihn ein altes Mütterchen antreffen, die er nun zum Schutz und Beistand bat. Die alte Frau erbarmte sich seiner Not, brachte ihn heimlich in ihr Häuschen, verbarg ihm da und labte ihn mit Speise und Trank. Einige Tage lang ließ sie ihn ausruhen und sich erholen. Als aber eines Morgens die Männer des Dorfes auf Beute ausgezogen waren, hielt er die Zeit für gekommen, in das Langobardenland zu reisen. Die Frau versah ihn barmherzig mit Brot und ließ ihn ziehen, nachdem sie ihm die Richtung gezeigt hatte. Zu seiner Freude erreichte er, wenn auch nach vielen Tagen, seine Heimat. Sie war freilich öde und ausgestorben. Das Haus seiner Eltern hatte kein Dach mehr. Dornen und Disteln wuchsen in allen Mauerfugen. In der Mitte war ein Ulmbaum zwischen den Wänden ausgewachsen. An dieser hing er seinen Bogen. Darauf reinigte er die Stätte von Dornen und Disteln und baute sein Haus schön von neuem auf. Das Glück blieb ihm zur Seite. Er verheiratete sich, bekam einen Sohn, den er Arichis nannte und der Großvater des Paulus Diakonus wurde, der Geschichtsschreiber, der viele auch in diesem Buche ausgeführte Sagen zuerst erzählt hat. Okay. Ja, die Hunnen haben nicht gezappelt, ey. Ja. Das müsste man sich mal Könnt ihr euch das vorstellen, wie sich das anfühlt? Ihr seid in euren kleinen Dörflein und plötzlich kommt da ein großes Fußvolk, ein Kriegsvolk angeritten oder gelaufen, und die nehmen euch alles weg und nehmen euch einfach mit und ihr könnt nichts machen. Wenn ihr weggeht, stirbt ihr. Könnt ihr euch das vorstellen? Das war damals Alltag. Heute kann man sich das überhaupt nicht mehr, das versteht man einfach nicht mehr, weil wir in der westlichen Welt haben schon so lange Frieden. Deshalb, ich kann mich in solchen Sachen immer tue ich mir schwer, mich da hineinzuversetzen, weil ich diese Tat überhaupt gar nicht so richtig begreifen kann, wie das ist, dass man plötzlich vertrieben wird. Das ist zumindest mir persönlich fällt das schwer, weil ich so etwas in der Art noch nie erlebt habe und auch meine Eltern so etwas noch nie erlebt hatten. Ja, ich weiß, dass einige hatten Großeltern, die, das Deutsche Reich, das dritte Deutschland war ja mal deutlich größer, also hier ist Deutschland, und da oben hatten wir ja noch ein Stückchen. Ich komme jetzt spontan nicht auf den Namen, aber von vielen Leuten, die Großeltern, also wenn ihr im Osten seid, viele von den Großeltern können noch erzählen, wie es damals war, wie sie aus der Ecke vertrieben worden sind nach dem Krieg. Das wurde ja dann abgetreten an Polen. Und die Polen haben dann einfach die Leute, die hier gewohnt haben, Knarre auf die Brust, verzieht euch. Und wer nicht gegangen ist, wurde halt eben getötet. Ich glaube, da sind auch mehrere Millionen Leute gar nicht angekommen. Ich kann euch jetzt die Zahlen nicht nennen, aber irgendwie sowas, 3 Millionen wurden da vertrieben und nur 2 Millionen sind angekommen. Irgendwie sowas. Der Rest muss ja irgendwie verschifft gewesen. Ja? Und die polnische Regierung hat dann eben die Dörfer alle umbenannt. Die heißen jetzt komplett anders. Und alte Menschen können noch davon erzählen, wie es da so damals war. Gut, das ist jetzt hier nicht dasselbe, weil sie haben ja zumindest die Chance gegeben, dass sie gehen können. Wobei bei einer Million Leute ja nicht. Aber das ist so das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, was uns in der letzten Zeit, also in der nahen Vergangenheit passiert ist, was in die Richtung geht.
Aber schön, dass der Leupichis sein Haus gefunden hat, seiner Eltern, und wieder aufbauen konnte. Das ist heute ja deutlich schwerer. Ich meine, ich weiß nicht, habt ihr euch mal die Preise angeschaut, was so eine kleine Hütte kostet? Ich meine, da hast du so ein stinknormales Einfamilienhaus, so und dann so, zack, vielleicht mit einem Dachstuhl und ja, so zweistöckig vielleicht. Da legst du locker mal eine Mille hin. Das ist lächerlich. In meiner Vorstellung als Kind dachte ich, für 1 Million, da kriegst du eine fette Villa. Und kein Häuschen. Das ist das Haus vom Nikolaus. Das kostet 1 Million. Naja, gut. Machen wir einfach weiter. Die nächste Sage heißt Walter im Kloster. Nachdem der Held Walter viele Kriegstaten in der Welt verrichtet hatte und hoch bejaht war, beschloss er, in einem Kloster zu gehen, um in stiller Beschaulichkeit Gott zu dienen bis an sein Ende. Er suchte sich also einen schönen Stab aus, ließ an einem Ende einige Ringe und darin Schellen anbringen, nahm ein Pilgerkleid und durchwanderte so die ganze Welt. Er wollte auf diese Weise die Regeln aller Mönche erforschen, denn er trat in die Kirche und stieß wie zufällig ein paar Mal mit seinem Stabe auf, dass alle Schellen klangen. So prüfte er den Eifer beim Gottesdienste. Einst kam er auch in das Kloster Novalaise. Hier stieß er auch mit seinem Stab hart auf den Boden. Einer der Kirchenknaben drehte sich unwillkürlich rückwärts, aber sogleich sprang sein Lehrer herzu und gab ihm eine derbe Maulschelle. Da rief Walter entzückt aus: Nun bin ich schon so lange und so viele Tage in der Welt umhergewandert und habe dergleichen nicht finden können. Darauf bat er den Abt um Aufnahme in diese fromme Bruderschaft, legte das Mönchskleid an und wurde als Gärtner angestellt. Da war er musterhaft fleißig und schaffte von Morgen bis zum Abend. Es war aber in dem Kloster ein hölzerner Wagen, überaus schön gearbeitet, auf dem man nichts anderes legte als eine große, mit einer helllautem Schelle versehene Stange. Diese wurde aufgedeckt, damit jedermann den Klang hören sollte. Alle Höfe und Dörfer des Klosters hatten nun auch ihre Wagen, auf denen die Mönche Korn und Wein zufuhren. Jener Wagen mit der Stange fuhr dann voraus, und 50 oder 100 andere folgten nach, und jedermann erkannte dann, dass der Zug dem berühmten Kloster Novalaise gehöre. Da wurde kein Herzog, Graf, Herr oder Bauer, der gewagt hätte, ihn zu beschädigen. Ja, die Kaufleute auf den Jahrmärkten sollen ihren Handel nicht eher eröffnet haben, als bis der Schellenwagen vorüber war. Als nun dieser Wagenzug des Klosters einmal wohlbeladen nach Novalaise fahren wollte, stießen sie auf des Königs Leute, die auf der Weide die königlichen Rosse bewachten. Diese sahen kaum so viele Güter nach dem Kloster fahren, als sie übermütig darüber herfielen und alles wegnahmen. Die Dienstleute widersetzten sich vergeblich, ließen aber, was geschehen war, augenblicklich den Abte und den Brüdern kundtun. Unter diesen war einer namens Asinarius, von Herkunft ein Franke, ein kluger und verständiger Mann. Der schlug vor, einen weisen und angesehenen Bruder zu den Räubern zu senden, damit er diese in Güte überrede, den Raub herauszugeben. Dieser Vorschlag wurde gebilligt und Walter dazu ausversehen. Der Abt lehrte ihn, wie er mit Güte und einschmeichelnden Worten viel erreichen könne, denn es sei nicht das erste Mal, dass ein wilder Räuber durch sanfte Überredung zu einem edel denkenden Menschen geworden sei. Walter nahm den Auftrag an, hatte aber seine geheime Bedenken, ob diese Sache so glatt ablaufen werde, wie der Abt und die Brüder meinten. Er ging in den Hof und fragte die Dienstleute, ob im Kloster ein gutes Pferd sei. »Es sind hier gute, starke Karrengäule«, antworteten die Knechte. Schnell ließ er sie herführen, bestieg einen und spornte ihn, dann einen zweiten, verwarf sie aber beide und nannte als Kenner ihre Fehler. Dann erinnerte er sich eines guten Pferdes, das er einst mit in das Kloster gebracht hatte, und fragte, ob das noch am Leben sei. »Ja, Herr«, sagten sie, »es lebt noch und dient den Bäckern,
den es täglich Korn in die Mühle trägt und wiederholt. Walter sprach: Führt es mir vor, damit ich es selber sehe. Als es herbeigebracht wurde und er es bestiegen hatte, rief er aus: Oh, dieses Pferd hat die Lehren noch nicht vergessen, die ich ihm in meiner jungen Jahren gegeben habe. Hierauf nahm er Urlaub und ritt davon. Bald traf er die Räuber, grüßte sie freundlich und ermahnte sie, das Unrecht wieder gut zu machen, das sie den Brüdern zugefügt hätten. Sie grinsten ihn an, nickten seiner Rede heuchlerisch Beifall und fingen darauf an, ihn das Kleid auszuziehen. Danach rissen sie ihm die Kutte ab, während er noch immer versuchte, sie zu bereden, das Raubgut herauszugeben. Hierauf nahmen sie ihm den Pelz und das Unterkleid ab und wollten seine Schuhe auch noch auflösen. Da sagte Walter: Der Abt und die Brüder haben mir nicht den Auftrag gegeben, mich ausplündern zu lassen. Sie antworteten: Was die Mönche befohlen haben, das ist uns gleichgültig. Mir stehen aber eure Gebäre nicht länger an, rief Walter entrüstet, denn in ihm erwachte der alte Heldengeist. Als die Räuber nun Gewalt brauchten, nahm er den Steigbügel seines Rosses und schlug damit den frechsten der Bande nieder, holte dann weiter aus und traf noch mehrere, dass sie stürzten. Der Rest floh eiligst über die Heide. Hierauf sammelte er das geraubte Gut und brachte alles wieder nach Novalese. Der Abt tadelte ihn nun zwar die Gewalttat und legte ihn eine Buße auf, aber es wagte seitdem doch niemand wieder, Güter des Klosters anzurühren, solange Walter lebte. Schön, schön. Ja, der Walter, Mensch. Ist aber eine komische Entscheidung, von seinen Kriegstaten dann einfach ins Kloster zu gehen. Ich meine, ich weiß nicht, habt ihr mal den Film Die Rote Rose gesehen? Das spielt ja auch in einem Kloster. Und so ein bisschen ähnlich stelle ich mir das vor, also von dem Aussehen her, von dem Platz. Ne? Ich glaube, ja. Aber ja, Mensch, mit dem Stab. Ja. Gut. Dann war's das wieder für heute. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, schönen Nachmittag, schönen Abend, wie auch immer. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Korrekt. Lasst uns lesen. Auf Wiedersehen. Tschüss.